Hallo liebe Häkelfreunde, heute habe ich diesen einfachen Rock für euch entworfen und gehäkelt. Die sportlich kurze Variante kann bestens mit Turnschuhen und einem lässig weiten Shirt oder Pullover getragen werden. Die elegante längere Version habe ich passend zum einfachen cremeweißen Sommershirt gehäkelt. Die Anleitung zum Shirt findet ihr ebenfalls auf meinem Kanal. Ich verlinke sie euch in der Videobeschreibung. Beide Varianten machen eine tolle Figur. Oben wird der Bund durch ein 3 cm breites Gummiband auf Taillenweite gebracht. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß und Freude beim Nacharbeiten dieses tollen Kombipartners. Für diesen Rock nehme ich die Cotton Quick Batik. So ein Knäuel hat 100 Gramm und 260 Meter Lauflänge und das ist die Farbe 01. Und ich nehme für die Anschlagsreihe eine Häkelnadel Nummer 3 und steige dann auf eine Häkelnadel Nummer 3,5 um. Und ich beginne mit einer Anfangsschlinge, häkle 2 Luftmaschen, drehe die erste um, so dass ich hier einstechen kann, so dass 2 Fäden oben sind und einer unten, hole den Faden durch, masche eine Schlaufe ab und dann die restlichen 2. Steche in den Querfaden ein, hole den Faden durch, ziehe ihn zuerst nur durch eine Schlinge durch und dann durch die restlichen 2. In den Querfaden einstechen, Faden durchholen, einen Faden abmaschen und dann die restlichen 2. In den Querfaden einstechen, Faden durchholen. Wir häkeln sozusagen zunächst eine Luftmasche und dann die feste Masche. Gehäkelt wird hier, wo die schönen Maschen sind, und ich mache für die Größe 40-42 circa 53 bis 54 cm. Das entspricht bei mir 90 festen Maschen. Die anderen Zentimeterangaben schreibe ich euch hin, und wenn ihr euer Maß erreicht habt, sehen wir uns wieder, und es muss eine gerade Maschenzahl sein. Bis bald! Willkommen zurück. Ich habe 90 feste Maschen angeschlagen. Bei mir sind das ca. 53 cm. Die anderen Maße habe ich euch hingeschrieben. Und jetzt kippen wir das Ganze. Und ich steige auf eine Häkelnadel Nummer 3,5 um. Und wichtig, wir brauchen eine gerade Maschenzahl. Und ich beginne mit 3 Luftmaschen. Die zählen als ein Stäbchen, das bedeutet, diese erste Masche ist damit besetzt. In die zweite Masche kommt eine feste Masche, dann wieder ein Stäbchen, dann wieder eine feste Masche, also immer abwechselnd
ein Stäbchen, eine feste Masche, ein Stäbchen, eine feste Masche, und das machen wir die ganze Reihe so, und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Ganz wichtig, auf die vorletzte feste Masche muss ein Stäbchen kommen und auf die letzte feste Masche eine feste Masche. Also wie gesagt, ich habe immer abwechselnd ein Stäbchen, eine feste Masche gehäkelt, und ich wende die Arbeit und alle Reihen sind absolut identisch. Wir beginnen immer mit 3 Luftmaschen, und jetzt folgt als immer auf die zweite Masche eine feste Masche, ein Stäbchen, eine feste Masche. Das bedeutet, immer auf die festen Maschen der Vorrunde kommt ein Stäbchen drauf, und auf das Stäbchen der Vorrunde kommt eine feste Masche drauf. Und dadurch wird der Höhenunterschied zwischen den Stäbchen und den festen Maschen immer wieder ausgeglichen. Also in jeder Rückreihe wird praktisch dieser Höhenunterschied wieder ausgeglichen, und ihr müsst nur darauf schauen, dass ihr immer aufs Stäbchen eine feste Masche macht und auf die feste Masche ein Stäbchen. Und das machen wir wieder bis zum Ende der Reihe, und da zeige ich euch das Ende der Reihe ebenfalls noch einmal. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Hier haben wir als vorletzte Masche in der Vorrunde eine feste Masche, da kommt ein Stäbchen noch drauf, und das Ersatzstäbchen sieht aus wie ein kleines Ringlein, weil es durch diese feste Masche heruntergedrückt wird, und hier braucht ihr keine Luftmasche zu suchen, einfach in dieses Ringlein, also sprich um das Stäbchen herum, eine feste Masche noch häkeln. Jede Reihe muss mit einer festen Masche enden, und wir wenden, und jede Reihe beginnt mit 3 Luftmaschen, und dann folgt eine feste Masche, ein Stäbchen, eine feste Masche, und das machen wir wieder die ganze Reihe so, und ich zeige euch das Ende der Reihe auch noch einmal. Bis gleich. Willkommen zurück, ich bin wieder am Ende der Reihe angekommen. Auch hier seht ihr dieses Ersatzstäbchen, das heruntergedrückt wird und aussieht wie ein kleines Ringlein, und in diese Lücke häkle ich noch die letzte feste Masche. Und wie gesagt, alle Reihen sind absolut identisch. Alle Reihen beginnen mit 3 Luftmaschen, dann kommt eine feste Masche, ein Stäbchen, eine feste Masche, und alle Reihen enden mit einer festen Masche in dieses Ringlein. Und ich mache für meine Körpergröße von ca. 161 cm eine Rocklänge, eine vorläufige Rocklänge von ca. 45 cm. Das ist gemessen von der Taille bis knapp über dem Knie. Größere Damen können ein paar Zentimeter mehr machen, kleinere ein paar Zentimeter weniger. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder und einfach immer dieselbe Reihe wiederholen. Willkommen zurück. Ich habe 45 cm erreicht. Das ist ein Richtmaß.
Bei mir ist das von der Taille bis zum Knie gemessen, bis knapp über dem Knie. Bei mir sind das 78 Musterreihen plus die Anschlagsreihe, das heißt, ich habe 79 Reihen insgesamt gehäkelt, eine gerade Anzahl an Musterreihen plus die Anschlagsreihe. Die schöne Seite ist hier, wo der Anfangsfaden rechts hängt, und ich habe hier drüben geendet, und hier häkle ich jetzt noch eine Luftmasche, lasse ein paar Meter Faden dran für die Seitennaht, und am besten zählt ihr die Reihen hier. Ihr seht hier so eine Rippenstruktur, das sind immer 2 Reihen. So könnt ihr am einfachsten die Musterreihen zählen. Und jetzt brauchen wir ein zweites identisches Teil mit gleich vielen Maschen und gleich vielen Reihen, und lasst auch beim zweiten Teil ein paar Meter Faden dran. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe ein zweites identisches Teil angefertigt. Das habe ich so auf den Tisch gelegt, dass der Anfangsfaden rechts unten hängt und der lange Faden links oben. Das heißt, die schöne Seite schaut nach oben. Das zweite Teil lege ich andersrum drauf, und zwar so, dass der lange Faden rechts oben ist und der Anfangsfaden links unten. So schaut die schöne Seite nach innen. Und wir haben beide schönen Seiten innen. Und jetzt empfehle ich euch, beide Seitennähte zunächst mit Klammern zu fixieren. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Seitennähte mit Klammern fixiert und die schließen wir jetzt mit festen Maschen. Dazu steche ich ganz am Rand ein, durch beide Teile durch, hole den Faden durch, häkle eine Luftmasche und dann in dieselbe Einstichstelle eine feste Masche und häkle jetzt die beiden Teile Masche für Masche zusammen und schaut, dass die Reihen schön übereinander stimmen und dass ihr nicht zu viele feste Maschen macht, sonst wälzt sich das Ganze, aber auch nicht zu wenige, sonst zieht sich die Naht zusammen. Es sollte eine flache Naht werden, und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns nochmals wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Naht beinahe geschlossen, bis möglichst weit an den Rand hinaus gehäkelt. Jetzt häkle ich noch eine Luftmasche, ziehe den Faden durch und ziehe ihn fest und schaut darauf, dass die Naht noch eine gewisse Dehnbarkeit behält. Macht also nicht ganz klitzekleine feste Maschen. Und für die zweite Naht dreht ihr euch das Ganze um und macht genau dasselbe noch ein zweites Mal, und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe beide Seitennähte geschlossen und schon zwischendurch einmal die Fäden vernäht, und für den Bund beginne ich bei der Anschlagsreihe, also da, wo wir den Rock begonnen haben. Hier häkle ich den Bund dran, dazu schlinge ich ganz in der Nähe der Naht neu an, hole den Faden durch, mache einen Knoten hinein, steche noch einmal in dieselbe Öffnung ein, hole den Faden durch, häkle 3 Luftmaschen,
als Ersatz fürs erste Stäbchen, und hier bieten sich schöne Einstichstellen an. Ihr müsst nicht in die einzelnen Fäden einstechen, ihr könnt ruhig hier etwas tiefer einstechen, und ich häkle laute Stäbchen einmal rundherum. Die Anzahl ist egal, einfach so viele wie sich ergeben, und schaut, dass keine Löcher entstehen, vor allem bei der Naht. Und wenn wir einmal rundherum gekommen sind, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen. Wichtig ist, wir schließen immer in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens zur Runde, und ich beginne wieder mit einem Ersatzstäbchen, also 3 Luftmaschen, und häkle auf jedes Stäbchen ein Stäbchen drauf, und das Ganze mache ich jetzt diese Runde und dann noch eine weitere, also insgesamt 3 Runden Stäbchen. Und wenn ihr die gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe 3 Reihen Stäbchen gehäkelt, und jetzt schaue ich, ob das Gummiband hineinpassen wird. Also ich habe ein Gummiband mit 3 cm Breite, und diese 3 Reihen Stäbchen sollten ein bisschen breiter sein als das Gummiband. Ansonsten macht ihr noch eine Reihe Stäbchen dazu und dann erst die folgende Reihe. Und die folgende Reihe mache ich so: Ich wende das Ganze und häkle die Reihe auf der Innenseite. Ich beginne mit 3 Luftmaschen und häkle Reliefstäbchen von vorne. Das bedeutet, wir stechen nicht in den Kopf des Stäbchens, sondern einfach um das Stäbchen herumstechen, holen den Faden durch und häkeln ein Stäbchen. Und ich ziehe den Faden bei den Reliefstäbchen immer etwas länger als bei normalen Stäbchen, und das Ganze sieht dann so aus. Wenn wir das herunterklappen, haben wir hier einen schönen Rand. Und ich häkle die ganze Runde Reliefstäbchen von vorne, und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen, schließe auch hier wie gewohnt in die dritte Luftmasche zur Runde, häkle wieder 3 Luftmaschen und wende das Ganze wieder und häkle auf der anderen Seite genau gleich viele Reihen wie hier. Ich habe also 3 gemacht, eine habe ich schon mit den Reliefstäbchen, also häkle ich noch weitere 2 Runden, und wenn ihr vorne eine mehr gemacht habt, braucht ihr natürlich auch hinten eine mehr. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe den Bund fertiggestellt, den Rock so umgedreht, dass die Innenseite jetzt außen ist, den Bund heruntergeklappt. Durch den Rand hier legt sich der wunderschön hin, und den nähe ich jetzt locker an. Also hier darauf achten, dass ihr nicht die Stiche ganz fest zusammenzieht, sondern wirklich nur locker annähen, und am Schluss lasst ihr
einige Zentimeter noch offen, zieht zuerst das Gummiband ein und schließt anschließend erst die Naht zur Gänze. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe den Gummi eingezogen. Von innen sieht das Ganze so aus. Ich befinde mich auf der schönen Seite und damit wäre die kurze sportliche Variante des Rocks fertig. Und für die längere, elegantere Variante mache ich jetzt noch die Rüsche dran. Und zwar nehme ich dazu die Cotton Fun von Gründel. Das ist die Farbe 02 und so ein Knäuel hat 115 Meter Lauflänge auf 50 Gramm und ich habe damit schon ein Sommershirt gehäkelt und habe noch Restwolle und die beiden passen dann natürlich perfekt zusammen und ich verlinke euch natürlich das Video vom Shirt in der Videobeschreibung und ich schlinge hier neu an und zwar in der Nähe der Naht, ganz nah an der Naht, hole den Faden durch, verknote ihn, steche noch einmal in dieselbe Öffnung ein, hole den Faden durch, häkle eine Luftmasche und dann noch eine feste Masche in dieselbe Einstichstelle und häkle zunächst eine Reihe feste Maschen. Den Faden könnt ihr gleich mit einhäkeln. Ich häkle auf jede vorhandene Masche eine feste Masche drauf und schaue, dass ich rundherum insgesamt auf eine gerade Maschenzahl komme und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen und da ich jetzt bis hierher eine ungerade Zahl hätte, mache ich einfach hier in die erste Lücke noch eine feste Masche dazu und schließe dann mit einer Kettmasche in den Kopf der ersten festen Masche zur Runde. Und jetzt häkle ich zunächst 3 Luftmaschen, die zählen als ein Stäbchen und dann noch eins für den Abstand und dann häkle ich in dieselbe Einstichstelle, wo diese 3 Luftmaschen herauskommen, noch ein weiteres Stäbchen. Das ergibt so ein kleines V. Dann lasse ich eine Masche aus, häkle in die zweite Masche, die kommt, ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen, also wieder so ein V, eine immer auslassen und in jede zweite Masche ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen, eine auslassen, ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen. Das gibt lauter so kleine Vs und das machen wir die ganze Runde so und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen und schließe in die dritte Luftmasche des ersten V zur Runde. Hier muss noch eine Luftmasche stehen bleiben, also in die dritte Luftmasche mit einer Kettmasche und dann noch eine Kettmasche in die Lücke, also ins V hinein. Dann häkle ich 3 Luftmaschen, die zählen als erstes Stäbchen und häkle noch ein zweites Stäbchen ins V hinein, springe dann zum nächsten V und häkle 2 Stäbchen, alles ins gleiche V,
eine Luftmasche und noch einmal 2 Stäbchen. Das sieht so aus. Hier kommt die zweite Hälfte erst am Ende der Runde hinzu. Dann springen wir ins nächste V hinein und häkeln immer 2 Stäbchen, eine Luftmasche und 2 Stäbchen. Und wieder ins nächste V springen, 2 Stäbchen, eine Luftmasche, 2 Stäbchen. Das Ganze beginnt sich jetzt zu wellen. Das passt. Und wir machen das mit allen Vs so. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin wieder rundherum gekommen und bevor wir die Reihe schließen, müssen wir hier noch 2 Stäbchen in dieses erste V häkeln, da wo wir die Reihe begonnen haben, damit wir auch hier so ein Doppel-V erhalten. Und ich schließe die Runde ab jetzt immer mit einem halben Stäbchen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens. So erhalten wir auch hier eine Lücke, genau wie hier. Und ich beginne die Reihe immer mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke. Und wie gesagt, am Ende der Reihe wird dieses Doppel-V erst vervollständigt und springe dann von Lücke zu Lücke und häkle wieder in jede Lücke 2 Stäbchen, eine Luftmasche und 2 Stäbchen, springe zur nächsten Lücke und mache überall dasselbe. 2 Stäbchen, eine Luftmasche, 2 Stäbchen. Und das machen wir wieder die ganze Runde so. Und dann zeige ich euch noch einmal, wie man die Runde beendet bzw. schließt. Bis dann. Willkommen zurück, ich bin wieder rundherum gekommen und auch hier nicht vergessen, die 2 Stäbchen noch in die allererste Lücke, wo wir die Runde begonnen haben, und dann schließen wir mit einem halben Stäbchen in die dritte Luftmasche und die Runde beginnt immer mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke und dann wieder in jede Lücke 2 Stäbchen, eine Luftmasche, 2 Stäbchen. Und diese Runde, die wir soeben gemacht haben, die werde ich jetzt noch 2-mal wiederholen. Meine Rüsche wird ungefähr 7 bis 8 cm breit. Ihr könnt sie aber natürlich so breit machen, wie ihr wollt. Und wenn ihr das gemacht habt, ist unser Rock fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen, hoffe ihr habt viel Freude und Spaß beim Nacharbeiten und vor allem beim Tragen dieses tollen Rocks. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Eure Karin aus der Blendle.